willkommen zu einem weiteren Update hier aus der Brickworld und heute geht's unter die Erde erstmals wieder hier im neuen Layout. Hatten wir ja bisher eigentlich noch nicht. Passend dazu habe ich hier Holz, das ist noch altes Holz vom Bauen der Tische, denn wir bauen heute diesen kleinen Ausschnitt, den ich schon mal angesprochen habe, mit dem Thema Kanalisation. Ich will das heute bauen. Passend dazu habe ich auch von meinem Beleuchtungspartner Illuminabricks. Dazu findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung oder oben im Video ein paar neues Material bekommen. Davon werden wir auch ein bisschen was benutzen heute und ich hoffe, es wird euch heute wieder gefallen. Ihr bleibt dabei und wie immer kommentieren. Das hilft mir am allerbesten, denn das Ganze ist ja im Grunde auch eine Art Community-Projekt. Dann würde ich sagen, geht's gleich los. So, bevor wir jetzt richtig anfangen, noch mal kurz ein Statement sozusagen dazu, was jetzt eigentlich geplant ist. Wir haben hier ja aufgrund der Stabilität relativ hohes Maß an Holz. Das muss auch regelmäßig da drin bleiben. Hier vorne haben wir den Vorteil, dass hier nicht sehr viel Gewicht drauf ist. Deshalb war die Idee, dass wir hier ein Stück rausschneiden. Und dann kommen hier diese Bretter unten drunter, damit wir eben eine Fläche haben zum Bauen. Und dann können wir Kanalisation ein bisschen nach hinten bauen, ein bisschen ausbauen, ein bisschen hier vorne reinschauen lassen können. Und dann können wir so ein bisschen vielleicht eine Geschichte einbauen, einfach um hier vorne noch ein bisschen Leben in die ganze Sache zu bringen. Ich werde das jetzt gleich mal hier aufsporen, sägen etc. umbauen. Und dann schauen wir uns gleich nochmal an, wie die Grundkonstruktion beim Thema Holz aussieht für das heutige Thema. So, das Loch ist drin. Ich habe das bis nach oben gemacht, weil ich einfach genug Platz habe hier unten auf die Höhe der Bretter, die dahinter kommen. Die Bretter sind hier einfach reingeschraubt auf der Seite, auf der anderen Seite. Das wird ja eh dann alles verkleidet. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall genug Stabilität drin, um hier ein bisschen was zu bauen. Nach hinten einiges zum Anschauen zu haben. Beleuchtung ist ganz praktisch, zeige ich euch auch mal. Hier ist nämlich gleich ein Verteiler, der nämlich hier vorne die Brückenbeleuchtung verteilt. Und dann können wir uns da gleich mit binden für unseren Strom hier unten. Mal schauen, was daraus jetzt wird. Ich fange jetzt vielleicht mal ein bisschen an, ein bisschen was auszuprobieren, ein bisschen was zu bauen. Ich bin selber gespannt, wohin die Reise heute führt. Aber ich glaube, das bringt auf jeden Fall hier noch ein bisschen Leben rein, denn die nächste Untergrundgeschichte wäre ja erst da hinten, wenn wir hier in die Richtung von der U-Bahn kommen. Also ich mache jetzt mal hier weiter und wir schauen mal, was sich so ergibt heute. Wie ihr hier sehen könnt, nimmt das Projekt Aufräumen und Steine sortieren ganz gute Formen an. Ich kann auch mal kurz noch hier rüber zeigen. Da geht es nämlich auch noch ein bisschen weiter. Aber hier, es hilft auf jeden Fall sehr, sehr enorm, wenn man hier ein bisschen Ordnung hat. Ich zeige es euch mal ganz grob. Wir sprechen vielleicht irgendwann mal darüber, wenn ich damit fertig bin. Aber grundsätzlich baue ich auch hier gerade unser kleines Modul hier, das dann später in die Kanalisation kommt. Ihr seht, erste Schritte sind getan. Ich habe mir überlegt, dass wir da einen kleinen Gang nach hinten haben. Dann hier einen großen, das ist dann direkt unter der Straße dann. Und hier ist so eine kleine Brücke, das heißt, wir bauen jetzt hier noch ein bisschen weiter, ein bisschen was Schönes. Ich habe hier vorne mit diesen dunkleren Fliesen gefliest, die sind mir leider ausgegangen. Ungefähr hier, das heißt im hinteren Bereich haben wir noch keine, die muss ich dann irgendwann nochmal nachbestellen und dann einbauen. Aber grundsätzlich ist das jetzt schon mal ein ganz guter Fortschritt meiner Meinung nach. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiterbauen. Ich habe mir auch überlegt, wie wir es mit Beleuchtung machen. Es gibt ja keine natürliche Beleuchtung oder überhaupt Beleuchtung in so einer Kanalisation. Das heißt, wir werden ein, zwei Bauarbeiter haben, die da drin sind und die haben natürlich eine Taschenlampe dabei. Dann kriegen wir, glaube ich, eine ganz gute Lichtstimmung in das Ganze. Und ja, ich baue mal weiter hier vorne und dann schauen wir gleich mal, wie das Ganze wahrscheinlich aussieht, wenn ich es mal wieder einsetze. Es hat sich einiges getan, wie ihr sehen könnt. Zum einen bin ich hier ein bisschen weitergekommen mit dem Boden, habe ich ein paar verschiedene Fliesenelemente genommen, einfach ein bisschen einen kaputten Look zu erzeugen. Ich habe auch hier noch zwei von den Cheese Slopes hingelegt, einfach darstellen soll, dass irgendwelche Steine von dieser alten Kanalisation vielleicht von der Decke gefallen sind. Dann habe ich hier noch so eine Art Rohr eingebaut. Das ist eine lustige Konstruktion gewesen, aber sieht eigentlich ganz nett aus. Und jetzt sind noch die beiden Bauarbeiter da, die ich ja schon angesprochen hatte. Und zwei Ratten hier vorne, das wird, glaube ich, ganz nett aussehen. Die beiden Bauarbeiter, die untersuchen, was auch immer hier ist, nicht so wichtig, haben einen Werkzeugkoffer dabei, einen Eimer, knien hier, um sich anzuschauen. Man muss hier gebückt durch die Kanalisation gehen, weil das von der Höhe nicht passt, war aber eigentlich auch so gedacht, es sollte nicht zu hoch und wuchtig werden. Aber der eine von denen wird jetzt gleich noch eine Taschenlampe bekommen. Das werden wir gleich verkabeln und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze ausrichten. Das wird dann die einzige Lichtquelle hier unten sein, aber ich glaube, das könnte echt ganz gut aussehen. Nicht wundern, diese kleinen Kästen, das sind diese kleinen Zuläufe. Die sehen hier so aus. Dahinter ist es dann gleich schwarz gebaut, damit es aussieht, jetzt wird es in der Dunkelheit verschwinden. Da hinten das gleiche Spiel. Und das werden wir dann auch noch hier
Und dort hinten macht das, wir schwarz zubauen, einfach damit kein Licht von außen eindringt und wir einfach diesen Look von Dunkelheit hier unten haben. Und ich glaube, das könnte in der Lichtstimmung echt gut aussehen. Ich baue weiter und wir schauen einfach mal, was sich da hier heute noch ergibt. Eigentlich hättet ihr jetzt gerade ein Speedbild sehen sollen hier im Video, aber leider hat es mit der Aufnahme nicht so ganz geklappt, da lief irgendwas schief. Deshalb sind wir jetzt auf diesem Stand, also im Prinzip fast fertig. Ihr seht, ich habe hier jetzt noch einiges weitergebaut. Die beiden Herren, die sich das Ganze hier anschauen, sind drin. Ich habe inzwischen auch getestet, wie das Ganze aussieht. Ich finde es eigentlich ganz nett. Das meiste ist eigentlich fertig, auch die ganze Detailarbeit, die ich noch zusätzlich eingebaut habe. Jetzt kommt hier noch ein Dach oben drauf. Ich habe hier hinten schon ein bisschen angefangen, damit das Ganze eben schön abgeschlossen ist. Und dann kann das Ganze in seinen eigentlichen Platz eingebaut werden. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht, wenn es drin steckt unter der Erde. Ich bin gespannt, wie es mit dem restlichen wirkt. Wir werden dann auch noch ein bisschen außenrum das eben verkleiden, damit es ein bisschen übergeht zum restlichen Kram. Aber ich denke, das wird eine ganz nette Sache. Und zum allerersten Mal in der neuen Brickworld 2.0 gibt es was unter der Erde zu sehen. So, hier kommt der erste Blick auf das Set, das Modul besser gesagt, in der Erde. Ich gehe jetzt mal hier runter und ihr seht, es sieht doch ganz hübsch aus. Also ich finde, es ist zumindest so, dass man nicht bemerkt, dass da hinten der Gang gleich wieder aufhört. Das ist schon mal ganz gut. Und ich finde, es sieht auch sehr schön aus hier drunter. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen ist, momentan ist hier noch ein bisschen heller, weil auch noch das Licht oben an der Decke an ist. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall hier noch ein bisschen das Außen herum bauen, damit es auch ein bisschen fixiert ist. Ihr seht, es wackelt noch ein bisschen, damit einfach alles schön an der Position ist. Unterm Tisch war es relativ einfach. Ihr seht, hier ist eingesteckt, ist kein Problem gewesen. Das Einzige, was ich machen musste, ich musste das Loch noch mal ein bisschen größer machen. Aber, jetzt habe ich was abgebrochen. Naja, ich mache das Ganze jetzt hier fertig und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal final an. Es ist dunkel draußen und deshalb erstrahlt die Stadt auch schön im Licht. Und ihr seht auch jetzt hier unten, ich habe ein bisschen weitergearbeitet. Ich habe es eingebaut, ich habe hier ein bisschen die Umrandung weitergearbeitet. Und wenn wir jetzt mal hier runter gehen, unter unsere Promenade, dann seht ihr jetzt hier, es ist relativ dunkel, es blendet auch ein bisschen da hinten. Aber ihr seht jetzt hier unsere Kanalisation. Ich finde, sie ist sehr schön geworden. Wir schauen uns das demnächst auch nochmal an. Nicht in diesem Video, wenn es ein bisschen heller ist, dann sieht man die Details wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Aber hier im Licht seht ihr, das Ganze fügt sich da unten recht schön ein und gibt dem Ganzen halt hier in dem Bereich, in dem eigentlich der Holzbalken ist, nochmal so ein bisschen was zum Anschauen, eine kleine Story, ein bisschen was zum Schauen und wie gesagt, im ersten Mal was im Untergrund. Und mir gefällt es auf jeden Fall. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon denkt und wie wir hier noch weitermachen können im Untergrund. Wie gesagt, eine Etage tiefer wird es dann den Bereich geben, wo man auch den Tresorraum von der Bank sieht und dann noch der erste Bereich der unterirdischen Mall. Hier geht es ja auch runter und dann der Bereich darunter ist dann die U-Bahn. Also es gibt einiges zu tun in den nächsten Monaten und das hier ist der erste Schritt für den Untergrund. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Bleibt gesund und viel Spaß beim selberbauen. Ich sage nur noch Tschüss.